Jo, da ging 2018 schon ein bisschen was an Figuren, ne? Glaube ich schon. Schnacken wir mal ein bisschen drüber. Was war 2018? Was kommt vielleicht 2019? Bis gleich. Jo, moin Freunde. Das ist es dann, das letzte Video 2018. Ich habe mal die ganzen Sachen, die ich mir 2018 so zugelegt habe, alle mal in einem Platz so ein bisschen vereint. Ich dachte, das ist ganz passend. Ein paar Leute haben das ja, woher haben das vielleicht ein paar Leute gesehen? Ich glaube, ich habe das nur in der Realm of Collectors Gruppe gepostet. Ich glaube, das werde ich auf Instagram nochmal erledigen. Meinen ganzen Haul, alles von 2018, alles mal auf eine Stufe geknallt. Aber bevor wir dazu kommen, was ich mir 2018 so geholt habe und was so los war und was eventuell 2019 so alles auf der Liste steht, sagen wir mal, erstmal eine kleine Sache in eigener Sache. Ich möchte euch bitten, mir in Zukunft doch mal mehr Kommentare dazu lassen, weil ich habe auf einmal einen Schub gehabt von 8 Dislikes auf unterschiedlichen Videos. Und da wusste ich einfach nicht, was los war. Das ist auch auf einmal passiert. Das waren 5, 6 Videos. Da ging das auf einmal hoch wie Sau. Und da kann ich nicht mehr arbeiten. Also ich habe mittlerweile natürlich schon ein paar Abonnenten. Das ist auch cool. Das hat mich auch gefreut. Vor allem, weil es relativ schnell ging. Aber mit Dislikes kann ich nicht arbeiten. Ich kann nur damit arbeiten, wenn ihr mit mir redet. Also wenn ihr etwas habt, in die Mail figure.photography.crate@web.de steht unten auch in der Beschreibung, wenn es so nicht klar rüberkommt, oder in die Kommentare. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man mit mir redet, dann kann ich versuchen, was zu ändern. Ich habe gemerkt, dass das mit meinen Ansichten am Anfang nicht funktioniert hat. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir das mit der Top-Down überlegt. Aber das sind alles so Sachen, das funktioniert nur, wenn ihr mit mir redet. In dem Sinne, bitte für 2019 ein Wunsch von mir. Habt ihr was? Redet mit mir. Dann kann ich auch was machen. Damit fangen wir dann jetzt an. Erstmal, bevor ich das am Ende vergesse, weil ich mache das immer frei von der Hüfte weg. Ich habe keine Skripts, ich mache sowas, wie ich bin. Ich rede so, wie ich wirklich bin. In dem Sinne erstmal wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, besinnlich mit Familie oder Freunden, habt euch die Hucke zugefressen auf gut Deutsch. So oder so hoffe ich, euch geht's gut. Und ja, 2018, was war so los? Anfang des Jahres war ich aber mal Single. Das ging schnell. Aber das gehört hier nicht her. Deswegen war das erste Ding, auf was ich mir geholt habe, nach Voltron, als das Jahr erstmal noch okay war. Das erste Ding war tatsächlich des Jahres war ja Voltron. Da haben so viele darüber geredet und ich dachte mir, Voltron gehört auch zu meiner Kindheit. Ich habe den aber nie als so wichtig empfunden. Das hat sich dann relativ schnell geändert, als ich die Serie nochmal geschaut habe. Und dann habe ich mir den Soul of Shogoken zugelegt. Super Release, komplett durch die Bank weg, saugeil. Im kombinierten Modus ein bisschen eingeschränkt, aber das ist nicht doll, also immer noch High Recommend von mir. Und dann kam ja dann der Hulkbuster. Den hatte ich mir dann über einen Secondary Market geholt. Echt teuer, müsst ihr wissen, was ihr macht. Ihr habt jetzt im Endeffekt die Wahl zwischen 2 Sachen. Ihr könnt den Hulkbuster sehen, dass ihr euch den so jagt, eventuell mit der Mark 46 Rüstung. Oder ihr wartet auf den Re-Release, der kommt ja bald. Sorry, mein Bart liegt heute irgendwie nicht ganz so cool. Der nervt ein bisschen. Ja, so ist besser. Der wird ja re-released und kriegt den Jackhammer-Arm. Dann wird der 46 auch noch released und wenn das nicht reichen würde, kommt dann auch noch das Jackhammer-Set einzeln. Ich bin aber der Meinung, das Set alleine kostet noch nicht 200. Muss man wissen, was einem wichtig ist. Mir persönlich ist dieser kleine Moment, wo er auf den Hulk eindrischt, jetzt nicht so wichtig, dass ich mir da dieses Upgrade-Set holt. Also müsst ihr wissen. Natürlich seht ihr hier auch ein paar Sachen, die ich noch nicht reviewed habe. Aber ihr seht schon, was hier recht dominant ist. Wir haben hier Shao Kahn, wir haben hier die Ninjas, wir haben hier Shinna, Kuma, Goro. Storm Collectibles bin ich dieses Jahr ganz groß mit eingestiegen. Das hat sich echt gelohnt, muss ich echt sagen. Also ich bin da auch voll bei. Viele Leute sagen auch, ja, es sind ja nur noch Ninjas. Und das ist auch nicht so ganz richtig. Wir haben jetzt Muhammad Ali, es kommt jetzt King of Fighters,
Mit Street Fighter 2 haben sie quasi angefangen. Ich glaube Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Ich glaube. Jedenfalls haben wir daraus Violent Ken und Evil Ryu. Und Storm Collectibles wird definitiv weitermachen. Viele behaupten, es kommt vielleicht bald ein Re-Release von den Ninjas. Wäre schön. Wie ihr seht, mir fehlt ganz eindeutig Scorpion und Sub-Zero. Und ja, ein paar Überraschungen waren da auch bei. Ich konnte dann irgendwann noch nicht mehr aufhören und habe dann mir Artfire zugelegt vom Inferno Mode, Takara Tomy. Super tolle Figur, wunderschön, muss ich noch reviewen. Das wird der erste Review des Jahres. Ich habe erstmal überlegt, was mache ich denn? Erstmal den Mark 6, der kommt natürlich auch, das wird wahrscheinlich der zweite. Ich muss aber zugeben, ich habe die letzten Tage nicht so ganz viel Bock gehabt zu fotografieren. Das wird aber nachgeholt, definitiv. Artfire ist fertig, den fangen wir in den nächsten Tagen an. Seht ihr auf Instagram, seht ihr auf Facebook, @FigurePhotographyCrate, wie immer. Und das Video-Review dann hier auf meinem Kanal. Ja, dann natürlich hier auch ein paar Bots, die wir vorher auch noch nicht gesehen haben, wo noch keine Reviews zu kamen und auch noch nicht super viele Posts. Die habe ich natürlich von der TFCon in Chicago. Da war ich ja. Wer das Ganze geschaut hat und die ganzen Likes gegeben hat, Dankeschön dafür. Habe mich gefreut, dass das gut angekommen ist. War natürlich das erste Vlog, deswegen musste man sehen, was man da macht. Ich bin ja als das erste Mal verreist, deswegen wollte ich das so ein bisschen versuchen zu leveln. Einerseits Zeit für mich haben, rumrennen, mit Leuten reden, mit die ich noch nie zu tun hatte, so wisst ihr, und aber gleichzeitig dann auch noch halt die Videos machen und ein bisschen Einblick geben, ein bisschen. Es war kein Sightseeing, deswegen habt ihr von Chicago essentiell nichts gesehen. Das hole ich vielleicht aber noch nach. Ich hoffe 2019. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber da habe ich mir halt auch 3 Bots geholt. Ne? Da habe ich mir Drift geholt, Stray, da habe ich mir Tarn geholt, Kultur von Mastermind Creations. Und dann habe ich mir dann noch Rebel geholt, den IDW Prowl von G Creations. Die sind ja erst so ein bisschen negativ aufgefallen durch deren Ultra Maximus. Der Third-Party Optimus Prime, der einfach nur explodiert und dann wieder sich zusammenbaut zu einem Truck. Super kompliziert. Alternative dazu definitiv Generation Toy OPEX, aber den hatte ich ja ganz am Anfang reviewed. Also wirklich ganz am Anfang reviewed. Das war mein allererstes Review. Und zwischen eine kleine Überraschung gewesen mit Colossus. Da hat ein Laden bei mir tatsächlich angefangen, Figuren hinzustellen. Der hat auch jetzt ein paar Sachen mehr. Ganz cool. Die bauen auf jeden Fall auf. Die haben jetzt, glaube ich, tatsächlich was von Blitzway oder Enterbay. Weiß ich nicht. Die John Lennon-Figur in 1:6 Maßstab. Wisst ihr das? War das Blitzway oder Enterbay? Schreibt das mal bitte in die Comments. Ich komme nämlich nicht mehr drauf. Naja, dann hatten wir Sovereign. Der hat mein Target 2006 Team voll gemacht. Fans Toys, meine erste Fans Toys Figur. Hat sich natürlich auch gelohnt. Geile Figur, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob es am Re-Release liegt. Aber ich habe da echt ein paar Farbabplatzer dran. Aber generell super Build Quality. Also das Ding transformiert wie ein Traum. Granate. Auch absolut nur zu empfehlen. Also es gibt DX9 Tyrant und es gibt den im Masterpiece Scale. Zwischen den beiden ist natürlich immer Ansichtssache, was man haben will. Ich persönlich finde das Face Sculpt von Tyrant besser. Aber einfach die generelle Erscheinung ist bei Sovereign besser. Von daher lag da ganz klar mein Augenmerk und auch meine Empfehlung drauf. Und dann da hinten haben wir noch den Generation Toy Tyrant, den IDW Stealth Bomber Megatron, nachdem der in All Hail Megatron gestorben war. Und auch ein super Release. Man muss wegen den Spitzen an den Armextremen aufpassen, das habe ich euch alles gesagt, aber ich muss mal ein bisschen verallgemeinern, ne? Ein bisschen zusammenfassen. Und generell aber schönes Release. Die Energonlinien kommen überall toll durch. Transformation ist teilweise ein bisschen merkwürdig, nahezu frustrierend, aber kommt ein toller Jetbar raus. Und ja, nach den Ninjas kam dann halt jetzt zu Weihnachten frisch Shao Kahn und Goro. Shao Kahn kommt auch bald ein Review, aber da die letzten Wochen ein bisschen Storm Collectibles heavy waren, wollte ich jetzt erstmal sehen, dass ich jetzt erstmal Artfire mache. Dann will ich euch den Mark 6 geben und dann soll Shao Kahn kommen. Und dann muss ich mal sehen, was ich mache. Vielleicht quetsche ich nochmal Fulgor dazwischen. Das war auch noch ein Überraschungsding. Den habe ich in Bremen gefunden, in der Waterfront bei GameStop. Den habe ich hinter der Vitrine gesehen. Gedacht, das wäre nur ein Ausstellungsstück. Mal gefragt. Nö, können Sie mitnehmen. Mitgenommen. Sehr wackelig. Hält sich nicht gut auf der Base. Die Waffen gehen immer ab. Wenig Artikulation. Also da wäre schön, wenn nochmal was Richtiges kommen würde. Das Merkwürdige, was er da macht, ist so ziemlich stabil zu Positionen, die ich so da rauskriege, was ganz schön schade ist. Ich habe eine Idee für einen Custom Fulgor, aber erstmal, das ist das
große Ding jetzt momentan im Urlaub. Was ihr von hier aus nicht so seht, was aber wirklich nur hier hinter liegt, ist die große Platte für meine Khan Arena, für meine Mortal Kombat Figuren. Das kommt hier oben drauf, deswegen ist das radikal leer geputzt und auch die Bilder sind ab, weil dahinter kommt noch eine Platte mit Hintergrundbild von der ganzen Arena und im Vordergrund dann Sand und Blut und die Stufen zu Khans Arena, Säulen mit Ketten und dann die Ninjas in den entsprechenden Posen und Goro bei Khan. Ich hatte das erst vor, hier das anders fertig zu machen, damit ihr auch den Thron seht, aber das ist ein generelles Video, da gehört das nicht hin. Deswegen, das seht ihr auch noch weiterhin. Ich nehme das auch alles auf. Ich versuche es zumindest, ich hoffe, ich fange das ganz gut ein und dann baue ich es hinterher natürlich wieder zusammen. Ihr kriegt dazu einen Tim Tinkers. Muss sein, gehört dazu. Aber ja, das war 2019. Ziemlich heftig. Ziemlich heftig. So, was kommt 2019? 2019 kommt der Hulkbuster Re-Release, wie schon bereits angekündigt. Es kommt von Storm Collectibles, höchstwahrscheinlich kommt Injustice 2. Wir haben auf jeden Fall schon auf der San Diego Comic Con und auch auf der New York Comic Con haben wir Lobo und Darkseid gesehen. Wir kriegen Superion, der ist jetzt am Ausrollen, Zeta Toys, aber der kommt jetzt wirklich nicht mehr unbedingt, also zähle ich den zu 2019. Ich habe ein Transformationsvideo gesehen, das Ding ist der Oberkracher, also jede Menge Parts-Forming, was ich schon mal sagte, 2018 auf der TFCon. Auf der TFCon 2018, so. Knie, Oberschenkel, Oberkörper, ist alles Parts-Forming. Silverbolt wird von hinten reingeschoben und sogar die Schultergelenke sind am Parts-Forming-Teil dran. Was viele Leute nicht so cool finden, denn das bedeutet, man kann Superion formen ohne Silverbolt. Zumindest von der Front her. Muss man selber wissen, aber ein schönes Ding. Dann sehen wir im Legend Scale, sehen wir auf jeden Fall von Iron Factory die Decepticon Justice Division, die kombinieren kann. Dann kriegen wir wahrscheinlich von Mastermind Creations die restlichen Decepticon Justice Division Mitglieder. Das wird auch noch was. Ich denke, Legend Scale wird noch wesentlich ausgebaut. Iron Factory hat da einiges in der Pipeline, wie zum Beispiel Megatron, was ich euch vor ein paar Wochen in den News gezeigt habe. Also da kommt einiges und auch filmmäßig wird da einiges kommen. Wir haben Anfang des Jahres erstmal direkt Captain Marvel, wir haben dann Avengers Endgame, der Trailer kam raus. Ich glaube, der ist jetzt direkt erstmal der am meisten angeklickte Trailer. Also das wird echt eine ganze Menge und für Leute, die auch gerne reisen, also 2018 im März ist in Los Angeles die TFCon, da hat TFCon gleich eine neue Veranstaltung rausgehauen. G1 Reunion nennen sie das, glaube ich. Ja, ich glaube, das nennen sie so. Fanden viele scheiße. Ich finde das auch nicht so cool. Das war für mich absolut nicht möglich, aber ist auch okay. Die ganzen Leute, die ich im Oktober getroffen habe, sind da nicht. Von daher mal gucken, ob ich 2019 was anderes mache, aber so oder so. Es ist auf jeden Fall einiges. Hot Toys hat ja auch ein paar Sachen gezeigt. Ich glaube, die Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2 Charaktere. Wie heißt der? Ich glaube, Matt Smith ist das, ne? Der auch Doctor Who gespielt hat. Wie gesagt, wenn ihr mich verbessern wollt, immer in die Kommentare. Schreibt das bitte immer in die Kommentare oder immer in eine Mail. Nicht einfach nur einen Daumen nach unten. Mit gesprochenen Worten kann ich arbeiten. Und der Johnny Depp, um das mal weiter auszuführen. Hellhörigkeit, entschuldigt. Ja, Storm Collectibles wird definitiv Mortal Kombat weiter ausbauen. Baraka wurde geteased. Und ich weiß nicht, was gibt's noch? Natürlich, was gibt's denn noch? Es kommt Optimus Prime, die V3-Variante. Der Entschuldigung, der MP44. Habt ihr genug Bilder gesehen, aber trotzdem zusammen mit Magic Square und Transform Element kriegen wir nochmal eine Welle an Optimus Prime, diesmal wesentlich cartoon-akkurater. Der Transform Element hat den cartoon-akkuratesten Truck-Mode. Der MP44 hat den cartoon-akkuratesten Robot-Mode mit den meisten Accessoires, um mehr aus dem Film und so weiter fertig zu machen. Und der Magic Square bringt im Endeffekt beide. Jeder hat im Endeffekt seine Vorteile. Transform Element, wie gesagt, den Truck-Mode. Die Transformation gibt dem was vollkommen Neues. Es gibt ein Transformationsvideo. Ich weiß aber gerade nicht, wo das steckt. Aber das findet ihr, glaube ich, auf YouTube, bin ich der Meinung. Und der macht jede Menge anders, ist cool, finde ich aber überkompliziert. Magic Square hat eine relativ einfache Transformation.
nimmt sich Elemente vom MP10, ist sehr bulky, schafft seinerseits den Grill endlich mal zu behalten. Das ist der Grill, den man im Robot-Mode sieht und im Truck-Mode. Ist auch schön, bietet auch Battle Damage Teile wie der Optimus Prime, also der offizielle. Und der offizielle, da sieht der Bot-Mode einfach aus wie aus dem Cartoon entsprungen. Aber der Truck ist so ein bisschen, der Truck sieht merkwürdig aus. Also ja, wir kriegen einiges zu sehen. Und ja, Comics auch. Also IDW hat jetzt das IDW Transformers Universum beendet. Die fangen was Neues an. Da kommen dann die ganzen IDW Collections für die Leute, die lesen. Bei Marvel und DC bin ich ziemlich raus, muss ich sagen. Da habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Und ich weiß nicht, ob es mir passieren wird, aber ich habe so langsam keine Lust mehr auf Spawn. Lest ihr Spawn? Ist das noch was für euch? Schreibt das auch mal in die Comments. Weil ich habe Spawn lange gelesen und lange verfolgt. Und ich habe jetzt die letzten 3 Bände gekriegt von Panini. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das nicht mehr. Vielleicht kündige ich das Abonnement. Ich weiß es aber noch nicht so ganz. Aber wie ihr schon seht, da kommt einiges auf uns zu. Denn ja, wo wir gerade bei Marvel sind, Spider-Man Far From Home kommt auch. Der wird auch erzählen wahrscheinlich, was mit Spider-Man dann auch noch passiert ist. Was kommt denn noch filmmäßig? Shazam kommt auch noch. Wonder Woman? Ich glaube Wonder Woman kommt 2021, oder? Oder 2020? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz, es kommt eine ganze Menge. Der Markt ist noch nicht leer, was Figuren angeht. Ich denke, es wird wieder jede Menge interessante 1/6 Scale Custom und auch Third-Party-Figuren geben, die die Lücke schließen, die Hot Toys übrig lässt. 1/12 werden Storm Collectibles und auch Mesco auch weiter beliefern. Also es ist im Endeffekt für alle gesorgt. Ich gucke gerade auf meine Boxen. Ich weiß gerade nicht ganz, wohin man mit. Ich habe jetzt erstmal von Stanley einen neuen Setzkasten geholt, die sogenannten Fat Max. Die kann man kombinieren, damit ich meine Zubehörteile alle mal hier. Bin jetzt schon bei 3 Level. Hot Toys, Transformers, Storm Collectibles habe ich jetzt angefangen. Da ist ein bisschen was und da kommt auch noch mehr. Aber erstmal will ich das Display fertig haben. Wird schon mal Glück dafür. Gestern schon einen Tipp gekriegt, ich glaube, den werde ich umsetzen. Das ist eine kleine Lieferung auf dem Weg hierher. Von daher schauen wir mal, wie das so wird. Daher, da ich jetzt daran denke, wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und habt Spaß, übertreibt das nicht mit den Böllern, baut nicht irgendwas selber, sprengt euch nicht die Flossen weg. Da hören wir genug Idioten in den Nachrichten, die das machen. Und heute ist Sonntag. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht arbeiten. Ihr habt das irgendwie hingekriegt, euch einen halben Tag zu nehmen. Wenn doch, tut nicht zu viel. Und ja. Wenn ihr Raclette oder sowas machen, lasst euch sprechen. Bleibt gesund, etc. pp. Wie gesagt, jetzt erstmal einen guten Rutsch. Kommt rüber. Wir sehen uns 2019. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.